In meinem letzten Video habe ich über die Theorie hinter Angsträumen gesprochen. Also wenn du dir mehr Hintergrundwissen wünschst, bevor wir zu den Beispielen übergehen, schau es dir zuerst an. Ansonsten, lass uns rausgehen und sehen, was darin so schlimm ist und was wir dagegen tun könnten, wenn überhaupt. So, ich bin jetzt in der Buchberger Straße in Lichtenberg und wir fangen mit einem ganz klassischen Angstraum an. Was wir hier sehen können, wir haben deutlich unterdimensionierte, also wirklich lächerlich unterdimensionierte Straßenlaternen. Es gibt auch eine Beleuchtung an der Decke, die scheinen beide nicht angeschaltet zu sein. Also hier scheint auch jemand zu hausen. Es ist auch wirklich eng, also vor allem durch diesen zugebauten Teil für den Fernwärme. Es ist wirklich eng und super dunkel. So, jetzt kommen wir so langsam auf der anderen Seite raus. Der Tunnel an sich ist nicht so lang. Die ist wirklich nur sehr eng, aber wir können sehen, was du siehst, siehst du nichts. Also dadurch, dass es hier eine relativ große Kurve annimmt, also sieht man wirklich überhaupt nicht, was dann auf einem lauert hier. Das geht gar nicht. Schauen wir uns die Situation von der anderen Seite an. Also wenn ein Fahrradfahrender hier durchkommt, da wird man wirklich umgebrettert. So, wenn man durch diesen Tunnel ist, dann wird man hier rausgespuckt auf diesem Weg. Wie du siehst, also du hast Sicht weder links noch rechts. Hier ist alles eingezäunt. Es gibt nur ganz kleine vereinzelte Straßenlaternen. Also es ist gerade um die Dämmerung und ja, der Raum ist nicht sonderlich einladend, aber ja, also hier laufen vereinzelte Leute dann vorbei, also es ist schon okay, aber nachts absolutes No-Go für mich. Einmal kurz den Blick zurück. Ja, einladend ist anders. Wie so viele Frauen wäre ich dann gern bereit, hier einen deutlich längeren Weg auf mich zu nehmen, statt diesen Weg nehmen zu müssen. So, jetzt sind wir am Ziel, am Ende unseren gruseligen Weg. Das ist der S-Bahn-Station Nördnerplatz. Und ich kann sagen, also hier auf diese Seite von dem Weg, da ist er, also herrscht ein unglaublich anderes Raumgefühl. Hier ist höchstwahrscheinlich auch ein ganz anderes Lichtambiente durch diesen Lichtpfeiler. Und wir sehen auch, da ist noch eine Straßenlaterne. Das ist hier der Rückseite vom Bahnhof und wir haben hier auch unsere Fernwärmeröhre nochmal. Genau, also ein ganz anderen Raumgefühl hier. So, was könnten wir mit diesem Raum machen? Naja, ein neues Lichtkonzept würde auf jeden Fall helfen und womöglich auch einen ästhetischen Eingriff. Also tatsächlich da einfach einen gepflegteren Eindruck einzubringen. Was unseren Tunnel angeht, könnte ich mir vorstellen, dass ein weißen Anstrich und ein durchgehendes Lichtkonzept sehr helfen würde, wie bei diesem Beispiel aus Chemnitz. So, jetzt bin ich in der Danziger Straße, Höhe Winzstraße. Das ist ein ganz anderen Raum jetzt und ich persönlich empfinde das hier als Angstraum und ich zeige euch warum. So, was wir hier haben, ist einen riesengroßen, breiten Gehweg. Und gegenüber, auf der anderen Straßenseite, haben wir ein Fußballfeld. Also, das heißt, wir haben hier einen super großen Flächen. Gegenüber ist sehr, sehr hell beleuchtet. Und was man so ein bisschen erkennen kann da oben, die Straßenlaternen zeigen auf dem Fahrweg. Wir haben hier auch schräg parkenden Autos. Das heißt, wir haben auch eine versperrten Sicht auf die Straße. Es sind dann auch 3 Spuren, also das ist eine ziemlich große Straße. Gehen wir ein bisschen en Detail, da sehen wir tatsächlich, also den Gehweg ist wirklich problematisch. Also da hat sehr viele Stolperfallen, wie das hier. Und wenn es dann nachts sehr dunkel ist, heißt es, also hier ist echt ein Risiko, dass man stolpert und fällt. Und was man auch sieht, ist, dass es super wenig Lädengeschäfte hier gibt im Erdgeschoss. Und das trägt einfach dazu bei, dass es hier wenig Fußverkehr gibt und es sich relativ abgeschieden fühlt, obwohl wir dann wirklich auf eine große, dreispurige Straße sind. Was würde hier helfen? Wir brauchen mehr Licht auf diese Fläche. Das heißt, wir brauchen Straßenlaternen, die nicht nur auf die Autos gerichtet sind, sondern auch da, wo die Menschen laufen. So, jetzt möchte ich euch ein vergleichsweise guten Beispiel zeigen. Ich bin jetzt in der Boxhagener Straße, gerade an der Grenze zwischen Friedrichshain und Lichtenberg und ich will euch diesen Tunnel mal zeigen.
So, diesen Tunnel hat alle die Eigenschaften einer typischen Angstraum. Es ist verdammt laut, es ist relativ eng, hier fahren Fahrräder vorbei, also hier ist richtig was los. Aber was du sehen kannst, vor allem auf der anderen Seite, ist, dass es dann Doppelkopf-Straßenlaternen gibt. Und die geben Licht nicht nur auf dem sozusagen Fahrbahn ab, sondern auch auf dem Gehweg. Und das ist richtig gut. Und auf der anderen Seite siehst du, die sind jetzt schon angeschaltet. Werfen wir einen Blick nochmal zurück Richtung Friedrichshain. Wir sehen, dass wir dann relativ viele Geschäfte hier haben. Also hier ist wirklich so ein reges Fußverkehr. Also hier laufen etliche Leute herum. Hier sind Läufer, Jogger, Fahrradfahrenden. Wirklich, also hier ist wirklich was los. Und das trägt allemal zu dem Gefühl der Sicherheit in diesem Raum bei. Also einfach das Gefühl, ich bin nicht allein, falls mir irgendwas passiert, und dass wir ein bisschen Licht haben im Dunkeln, immer vom Vorteil. Ich hoffe, diesen Erklärvideo hat euch gut gefallen. Wenn ihr mehr solchen Content sehen wollt, schaut mal auf die anderen Videos in dieser Serie und abonniert dann gern mal meinen YouTube-Kanal. Dann verpasst ihr nichts mehr. Ihr könnt auch mehr zu meiner Arbeit lesen auf meiner Webseite www.urban-policy.com. Und da könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. See you next time.